Tamam, tamam. Und Hotus Dokus. Und Doldum. Das sind die Worte, die ich im Türkischen so einigermaßen beherrsche. Papi hat noch Hackfleisch übrig und deswegen dachte ich, machen wir mal keine Fleischküchle. Heute gibt es Köfte. Köfte nach türkischer Art. Da ist kein Paniermehl drin. Ich mache ein Ei rein. Eigentlich ist auch kein Ei drin, aber so ein bisschen eine Bindung finde ich schön. Da sind viele rohe Zwiebeln drin, ein paar Gewürzchen, meine Geheimwaffe Zimtblüte und Muskatblüte und schon sind wir in der Türkei zu Hause. Ich zeige euch jetzt, wie es geht. Ihr braucht noch eine Pfanne, etwas Öl. Ich habe hier noch so einen Portionierer, damit es gleichmäßig wird. Für unsere leckere Köfte türkischer Art brauchen wir Hackfleisch. Ich habe jetzt hier 400 Gramm. Ich habe 3 Zwiebeln hier, dürfte ungefähr auf 100, 120 Gramm hinkommen. Wir benötigen ein paar Spritzer Senf, also einen guten Esslöffel, ein Eichen, dann Muskatblüte in Pulverform, dann Zimtblüte, etwas Pfeffer, Salz und ein, zwei Spritzer Maggi. Bitte nur ein, zwei Spritzer. Und ein paar frische Kräuter. Dann benötigen wir noch eine Art Paniermehl, und zwar nehme ich da, das werden wir auch später noch kennenlernen, das Low Carb Mandelmehl, und zwar entölt. Das hat dann diese Energiebilanz. Ihr seht. Und dazu brauchen wir noch dann dieses Low Carb Mandelmehl entölt, um die Köfte außenrum so ein bisschen zu panieren. Normal nimmt man Paniermehl, das hat mir einfach zu viel Kohlenhydrate, deswegen nehme ich dieses Mandelmehl. Und letztendlich ist es auch ein All-in-One-Bowl-Gericht. Ich liebe diesen Ausdruck. Man hat schon immer alles in eine Schüssel reingetan und vermengt. Aber jetzt ist alles plötzlich All-in-One-Pot, All-in-One-Bowl, All-in-One-Second. Ein bisschen Zeit brauchen wir, aber für diese Köfte brauchen wir fast keine Zeit. Öl rein. Aber ihr seht nachher meinen kleinen Trick. Das werden wir alles wieder aufsaugen in die Hackfleischmasse. Geben wir die Zwiebel, ruhig die ganze Portion, etwas Senf, das Eilein, und dann würzen wir gleich. Pfeffer, Zimtblüte, da können wir ein bisschen größiger sein, wir wollen es ja nachher rausschmecken. Eine Spur Muskatblüte, bitte nur eine Spur, etwas Salz. Ich bin auch mit dem Salz immer etwas vorsichtig. Lieber zu wenig Salz. Die Produkte haben so viel Eigengeschmack. Man braucht ein bisschen, bis man sich daran gewöhnt. Aber es geht auch ohne Salz oder mit wenig Salz, wenn man tolle Gewürze nimmt. Kleine Magie. Zack, zack. Fertig. Bitte nur ein kleines bisschen, sonst wird man das rausschmecken. Das wollen wir nicht. Wir wollen, dass es mediterran schmeckt, aber doch dieses kleine Umami-Flavor drunter hat. Dann geben wir die Kräuterchen dazu, rühren das Ganze um und dann geht es gleich weiter. Die Hackfleischmasse ist vermengt. Jetzt portionieren wir uns kleine Bällchen damit raus. Und zwar habe ich hier so einen Eisportionierer und mit dem forme ich einfach. Ich mache hier eine Menge rein, streiche das glatt und dann haben wir ja hier dieses Blech, da habe ich ein bisschen von diesem
Mandelmehl drauf getan und dort setze ich die Köfte einfach ab. Nehme ein bisschen aus der Schüssel und setze die Köfte einfach ab. Das geht schneller, als man schauen kann. Die Masse ist schön zwiebellastig, so soll das sein. Das ist schon ein bisschen was anderes als eine Bulette oder ein Fleischküchle, wie wir hier in Schwaben sagen. Ah, das geht genau auf. Da habe ich doch wieder mal Glück gehabt. Passt auch genau ins Blech hinein. Jetzt bestreuen wir das Ganze noch ein bisschen mit Mandelmehl. So. Einfach um außen eine schöne Bratfläche hinzukriegen. Dann nehme ich die, tue es noch ein bisschen, wenn sie nicht ganz in Form sind, und drücke sie ein bisschen platt. Einfach ein bisschen platt drücken. Schütteln wir ein bisschen. Übrigens, eins hat dann auch nur 80, 90 Kalorien, denn das Fleisch hat ja nur 110 und die Zwiebel hat noch weniger. Also kommen wir im Durchschnitt auf 100 Kalorien pro 100 Gramm. Ein normales Fleischküchle hat bis zu 300 pro 100 Gramm. Also geben wir sie einfach mal rein. Wir rütteln mal ein bisschen ab und zu. So, das sieht jetzt nach viel Fett aus. Allerdings, ich zeige euch, das werden wir gleich wieder durch Geschirrtücher wegnehmen. Im Hintergrund schmoren unsere Köfte. Ich habe hier, ist das nicht süß, so schöne Küchenrollen. Und da werden wir die kurz drauf geben, das Fett wegmachen und sie wieder in die Pfanne reingeben. Und dann kühlen die, ziehen die uns durch. Da hat sich eine schöne Kruste gebildet. Das macht das Mandelmehl. Brauchen wir gar kein Paniermehl dafür. Die brutzeln vielleicht 1, 2 Minuten von jeder Seite und dann sind sie auch schon fertig. Dann können wir sie rausnehmen und wieder in die heiße Pfanne zurückgeben ohne Öl. Noch einmal umdrehen. Wir haben sie rausgenommen und das Fett tun wir einfach weg. Die Küchle einfach wieder zurück, ohne Öl. Das zischt jetzt noch und dampft noch. So soll es sein. Fertig sind unsere Köfte. Mach sie mit dem Deckel zu und stellt sie in den kalten Ofen. Dazu machen wir uns einen leckeren Joghurt-Dip. 200 Gramm Joghurt, ein Essig, 40 Milliliter. Ich habe jetzt einfach den Guss aus den Gewürzgurken. Die sind auch relativ kohlenhydratarm. Da müsst ihr genau drauf schauen. Dann habe ich hier ein paar Fried Onion aus dem Asia-Shop. Die schmecken besser als die Röstzwiebeln sonst. 40 Gramm Senf, wieder 3 Gramm Erythrit Stevia, gemischt, Salz, Pfeffer und schöne Kräuter. Mit dem schönen Joghurt. So, einmal das Joghurt, dann geben wir den Essig dazu von der Gurke. Wir geben die Röstzwiebelchen rein, den Senf, Stevia-Erythrit-Mischung, bisschen Salz und die Kräuter, die schönen frischen Gartenkräuter dazu. Das Ganze vermengen wir
Und durch den Senf gibt es eine wunderbar schöne, cremige Emulsion. Wie gesagt, wer es als Dip will, tut noch ein bisschen Quark rein. Und dann wird es nicht so flüssig. Meine Zuschauer habe ich es ja so gesagt, aber meiner Frau, lieben Nachbarin, habe ich es noch nicht gesagt. Ich habe noch Hackfleisch übrig gehabt und dann habe ich Köfte gemacht. Türkische Fleischküchle. Da kommt kein Panier mehr rein, nichts, ganz schlicht mit schönen Zwiebelchen und Kräutern. Und dann habe ich dazu einen kleinen Quark-Dip bzw. Joghurt-Dip in dem Fall gemacht. Das lassen wir uns auch noch munden, oder? Wenn wir schon so jung beieinander sind. Ja. So. Ja, vor allem wenn man es serviert kriegt. Ja, das kann man sagen. Oh, mein Nachbar muss auch immer kochen, die wird auch nie bekocht. Aber hier ausnahmsweise mal. Also das sind die türkischen Köfte, kommen frisch aus der Pfanne, habe ich in Öl gebraten, dann aber sofort wieder rausgenommen und abgetupft, sodass die ganz mager sind, mit magerem Hackfleisch. Kann man essen. Hm? Und das ist daneben. Das ist dieser Dip, auch ohne Zucker. Senf. Also sowas Kräftiges dazu. Und auch fast keine Kalorien.